Tanja, du siehst deinen toten Vater. Er hat gesagt, ich wäre ein dummes, verlogenes Dreckstück. Ich habe jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesessen. Was würdest du denn davon halten, wenn wir zusammen zu einem Arzt gehen? Ich gehe nie wieder auch nur in die Nähe eines Psychiaters. Hast du mich verstanden? Jan? Papa. Ja, ich kenne den Unterschied zwischen Crashed Eis und Eiswürfeln. Julia, kannst du mir bitte das Paprikagewürz mitbringen? Das Scharfe. Ja, klar, mach ich. Ich hab's. Sind Timos Fotos so schlecht? Nein. Und woher kennst du jetzt den Padre? Kennt ihr euch aus Düsseldorf? Aus Düsseldorf? Wie kommst du drauf? Nein, ich kenne ihn von Mallorca, hier, von der Insel, ja. Du erinnerst dich an den Anfang meines Besuchs, als es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Die Herzattacke. Sowas, das bringt einen schon ins Grübeln, das kann ich dir sagen. Ich bin in die Stadt gegangen, bin herumgewandert und schließlich bin ich in dieser Kirche gelandet, beim Padre Jan. Verstehe. Ja, wir sind ins Gespräch gekommen. Er wusste, mir ging es nicht so gut und dann haben wir diskutiert über Gott und die Welt und philosophiert über Leben und Tod. Hast du eine spannendere Geschichte erwartet? Nö. Ich habe mich nur gewundert. Ich geh mal wieder rüber zu Papa. Ihm beim Grillen helfen. Hm? Mach das. Wann hattest du eigentlich vor, mir mitzuteilen, dass Jan auf dieser Insel ist? Er ist der Mann deiner Schwester. Hey, glaubst du, ich hab mir das Ganze ausgesucht oder was? Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich doch gar nicht, wer er war. Keine Ahnung, das war sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Naja, und dann habe ich rausgefunden, dass er Marlenes Verlobter ist. Und ich habe mir das Ganze auch wirklich gleich aus dem Kopf geschlagen. Er hat nichts geahnt? Ja, nein, ich hab's ihm dann irgendwann gesagt. Warum? Weil du die Hoffnung gemacht hast? Nee, ganz bestimmt nicht. Es ging einfach irgendwann nicht mehr. Wir haben zusammen gearbeitet. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Und als es dann raus war, da ging es mir auch gleich besser. So als wäre der Druck raus. Zumindest erstmal. Was soll das denn heißen? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber er hat sich auch in mich verliebt. Wir wollten nicht, dass das passiert. Wir haben auch gleich geklärt, dass es keine Zukunft haben wird. Er ist glücklich mit Marlene. Ja, wie glücklich, das habe ich ja vorhin gesehen. Also, ihr habt euch gesehen, dann habt ihr euch ineinander verliebt und sonst ist nichts passiert? Wirklich nicht? Dana, ich bin nicht blöd. Jetzt mal raus mit der Sprache. Keine Ausflüchte mehr. Sag, dass das nicht wahr ist.
Wir müssen reden, mein Freund. Was? Setz dich. Dana hat mir alles erzählt. Thomas, das war eine rein rationale Entscheidung. Wir müssen das Derby gewinnen. Theresa ist einfach die erfahrenere Jockette. Wenn ich Dana retten lasse, dann... Hör doch auf, mich zu verarschen. Du hast Marlene betrogen. Mit Dana. Was geht denn da ab? Ich glaube, die haben was zu klären. Ach, was meinst du, ich soll dazwischen gehen? Nee, Olli, lass mal. Ich hab's dir gesagt. Erinnerst du dich? Ich hab dich vor der Hochzeit gefragt, ob du dir ganz sicher bist, dass Marlene die Richtige für dich ist. Aber das ist sie. Und warum schläfst du da mit Dana? Du hast ganz genau gewusst, wie verliebt sie in dich ist. Und du hast trotzdem nicht die Finger von ihr gelassen. Weil ich das Gleiche für sie empfinde. Moment mal. Du hast doch gerade eben gesagt, dass Marlene die Richtige für dich ist. Ja, ich liebe sie. Ja, aber was ist das da mit Dana? Verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Dann find es raus. Und zwar schnell. Und wenn du nicht reinen Tisch machst, dann mach ich es. Wenn dir das zu viel wird, dann fahren wir sofort nach Hause, ja? Nein, beruhig dich. Ich bin ganz die Alte, topfit. Wissen Sie eigentlich, wie viele Arbeitslose es gibt? Ich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie Ihre Arbeit. Ach, Jessica, wenn Sie sich noch mal während meiner Abwesenheit in Geschäfte einmischen, von denen Sie keine Ahnung haben, dann... Ich habe sie richtig vermisst. Nein, geht's jetzt endlich weiter mit Linie, Clarice. Müssen Sie so einen Krach machen? Hallo, Tanja. Hast du mich schon vermisst? Geh weg. Aber ich... doch nicht Sie. Bringen Sie mir einen Kaffee. Wir haben keinen Strom. Das ist mir egal, ich will einen Kaffee. Natürlich. Lassen Sie den Ordner hier. Du bist einfach zu unbeherrscht. Aber das warst du ja schon immer. Du bist gar nicht da. Du bist tot. Du bist gar nicht hier. Was redest du denn da für einen Blödsinn? Natürlich gibt es mich. Hier bin ich. Verschwinde einfach. Jetzt hau ab! Tanja! Tanja! Tanja? Was ist denn los? Der Rechner und die Lampe, Tanja! Das war nur eine Sicherung. Die Hausverwaltung kümmert sich schon drum. Und ich kümmere mich um dich. Lass mich nicht. Lass mich in Ruhe! Hey! Ja, raus! Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Ach ja, und bei mir geht er jeden Sonntag ein und aus. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihn zu finden. Damit ich ihm sagen kann, wie leid mir alles tut. Und was ist mit Julia? Sie wird ihn auf keinen Fall wiedersehen wollen. Timo hat dich und Jan zusammen fotografiert. Und bevor Julia das Foto entdecken konnte, habe ich es eben gelöscht. Zufrieden? Du hättest dich mal sehen sollen. Jessica hatte richtig Angst vor dir. Ich war genervt. Wegen des Stromausfalls und der Rechner lief nicht. Und ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Das sind die Hormone. Er war wieder da, stimmt's? Wohin gehst du denn? Ich wollte Justus Bescheid sagen, dass er dir noch einen Tee macht. Ich möchte keinen Tee. Bleibst du noch ein bisschen hier? Kann es sein, dass da jemand nicht alleine sein will?
Kann es sein, dass du dir gerade was einbildest? Jetzt hab doch mal ein bisschen Mitleid mit mir. Gib mir einmal das Gefühl, dass du mich brauchst. Und wenn es nur für 5 Minuten ist. Ich möchte, dass du bei mir bleibst. Fühlst du dich jetzt besser? Oh ja, nach so einer charmanten Aufforderung doch immer. Es tut mir sehr leid, dass ich Herrn zu Ohrenfelden nicht helfen konnte. Es ist immer schwer, einen Patienten gehen zu lassen. Hallo. Sebastian. Ja, wir machen uns Sorgen um Nico. Sie soll wissen, dass sie auf uns zählen kann. Und dass wir für sie da sind, wenn sie entscheiden muss, ob Philipp an diesem Atmungsgerät angeschlossen bleibt oder... ja, oder ob nicht. Gott, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Dieser Druck ist kaum zu ertragen. Vor allem, wenn es sich um den eigenen Partner handelt. Hat sich denn schon irgendwas Neues ergeben? Philipp... er ist tot. Sein Herz schlägt doch noch. Aber sein Gehirn arbeitet nicht mehr. Was medizinisch bedeutet, dass sein Körper sämtliche Vitalfunktionen eingestellt hat. Und es kein Leben mehr gibt. Das Gehirn ist zwar ein Wunder an Anpassungsfähigkeit. Und Sie glauben gar nicht, zu was es alles in der Lage ist. Im positiven, aber auch im negativen Sinne. Solange es aktiv ist, können wir eine Menge heilen. Dann glauben Sie, dass die reine Vorstellungskraft uns heilen kann? Oder im Gegenteil, uns krank machen. Das wurde anhand vieler Krankheiten bewiesen. Ja, das hilft Nico leider nicht mehr weiter. Sebastian? Man hat mich über den Eklat in der Firma informiert. Naja, Eklat. Was genau ist vorgefallen? Ein Stromausfall in Tanjas Büro. Sie hat sich erschreckt, ein bisschen überreagiert und jetzt schläft sie. Und was ist, wenn sie das nächste Mal überreagiert? Bastelt sie dann eine Bombe und sprengt das Schloss in die Luft? Diese Frau ist eine Gefahr für die gesamte Familie. Du übertreibst maßlos. Du weißt es genau, sie braucht Hilfe. Professionelle Hilfe. Weißt du was, du kannst sie auf den Kopf stellen. Aber ich werde Tanja nicht gegen ihren Willen in eine Klinik einweisen lassen. Und was willst du stattdessen tun? Willst du abwarten, bis ein richtiges Unglück passiert? Natürlich nicht. Aber solange Tanja so eine Angst vor der Psychiatrie hat, wird man ihr dort auch nicht helfen können. Woher weißt du das? Bist du Arzt? Ich nicht. Aber Professor Jäger. Ich habe gerade mit ihr gesprochen. Ich kenne Tanja besser als du, Vater. Ich kümmere mich um sie. Ausgerechnet Dana. Die konnte noch nie lügen. Schon als kleines Mädchen nicht. Und jetzt hintergeht sie ihrer Schwester. Ich frage mich, wie sie das aushält. Marlene wird hier nach Strich und Faden betrogen und hintergangen. Und du? Du machst dir Sorgen um Dana? Thomas, das hat sie sich bestimmt nicht ausgesucht. Oh, mir kommen gleich die Tränen. Als ob du nie einen Fehler gemacht hättest. Ja, aber doch nicht mit solchen Konsequenzen. Damit sprengt sie nicht nur Marlenes Ehe, damit setzt sie unsere ganze Familie aufs Spiel. Wann hat das mit den beiden denn überhaupt angefangen? Angeblich hat sie sich in Hagen verliebt, als sie noch nicht mal gewusst hat, wer er war. Aber spätestens als sie... Da hat sie es gewusst. Und ahnt Marlene irgendwas? Gut. Das ist gut. Wie? Du willst Marlene weiter im Dunkeln tappen lassen? Du hast doch selber gesagt, dass das zwischen Dana und Hagen angeblich ein einmaliger Ausrutscher war. Ja. Aber das ist doch kein Grund, Marlene weiter im Dunkeln tappen zu lassen. Und ihr nicht die Wahrheit zu sagen. Ja, aber das sagt sich so leicht. Was soll Marlene mit der Wahrheit denn anfangen? Sie verliert auf einen Schlag das Vertrauen in ihre Schwester und auch in ihren Mann. Damit reißt du ihr den Boden unter den Füßen weg. Ich? Vicky, du schockierst mich. Ich reiße ihr den Boden unter den Füßen weg? Also das haben Dana und Hagen schon ganz von allein erledigt. Und wenn er ihr nicht die Wahrheit sagt, dann mache ich das. Dein Vater hat ihm ganz schön einen eingeschenkt. Excuse me for interrupting. Ja, und wie sah Hagen aus? Wie meinst du denn das jetzt? Naja,
war ja sauer, haben sie sich angeschrien, sowas halt. Also auf mich wirkte Hagen irgendwie zerknirscht. Ja, guck mich nicht so an, ich war nicht dabei. I wouldn't like to be in his shoes. Jessica, es hat geklingelt. I want to terminate our agreement. Vergiss es, die ist in einem ganz anderen Film. Jetzt komm. Sag mal, hackt's bei dir? Jetzt kann ich nur von vorn anfangen. Ja, aber in deinem Zimmer. Musste das sein? Ausgerechnet deinem Vater alles zu erzählen? Er hat uns gesehen. Im No Limits. Da konntest du dir nicht irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ich meine, vor Marlene konntest du das doch bisher auch immer geheim halten. Sag mal, du machst es dir aber auch ganz schön einfach. Springst mit mir in die Kiste, umarmst mich in aller Öffentlichkeit und machst mich dann an, wenn andere misstrauisch werden? Du warst dabei, falls ich dich daran erinnern darf. Außerdem ist Marlene nicht nur meine Schwester, sondern auch noch deine Frau. Also hör endlich auf, dich aus der Verantwortung zu stehlen. Thomas will, dass ich es ja sage. Und was willst du? Dass sie es niemals erfährt. Aber ich kann deinen Vater ja schlecht dazu zwingen, für mich zu lügen. Heißt? Dass ich es ihr sage. Bevor er es tut. Diese Lügen, die strengen mich einfach so an. Das aus seinem Mund. Die neue Clarissa? Gracias. Ich muss Jan treffen. Oh nein, ich wusste es. Ich habe so viel bei ihm gut zu machen. Guck nicht so, hilf mir lieber. Bis ich 18 war, habe ich nicht gewusst, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Unsere Mutter hatte uns nach der Geburt getrennt und es nicht für nötig gehalten, uns davon zu erzählen. Mein ganzes Leben wäre anders gelaufen, wenn meine Mutter mich nicht angelogen hätte. Sie ist schuld, dass ich mich in meinen Bruder verliebt habe. Jan? Papa. Hallo. Was macht ihr denn hier? Ich habe deiner Mutter alles erzählt. Ma, es tut mir so leid. Ich weiß, mein Schatz. Hagen hat erzählt, dass du mit Marlene... Keine Angst, wir werden ihr nichts verraten. Was aber nicht heißt, dass ich es richtig finde. Du hättest dich wirklich zusammenreißen müssen, Dana. Du bist schließlich erwachsen. Man kann nicht einfach jedem seine Gefühle nachgeben. Thomas, auch, jetzt reg dich bitte... Auch wenn es schwerfällt. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Also, deine Mutter hat mich davon überzeugt, dass damit niemandem geholfen ist. Davon hättet ihr vielleicht besser Hagen überzeugen sollen. Was soll das denn heißen? Schrei mich nicht so an! Ich kann nicht anschreien, so viel ich will. Außerdem hast du es verdient. Mann! Hagen will mit Marlene reden. Was? Kannst du ihm das nicht ausreden? Ich habe ja versucht. Das ist eine Beziehung. Und somit seine Entscheidung.
Er tut es, weil er glaubt, dass du sonst mit Marlene sprichst. Ruf ihn an, Thomas. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich lieg oben im Bett und warte auf dich und du sitzt hier unten und klimperst vor dich hin? Warst du bis jetzt mit Tristan zusammen? Wie geht's ihm denn? Er ist total fertig. Kein Wunder. Wie muss es ja wohl Nico gehen? Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, du würdest im Koma liegen. Marlene, hör zu. Ich muss dir was sagen. Du glaubst ja gar nicht, wo sich meine kleine Schwester in den letzten Tagen so rumgetrieben hat. Wollte die doch tatsächlich mit dieser Band auf Tour gehen. Marlene, ich muss mit dir reden. Ach, entschuldige, ich quatsch hier vor mich hin. Dabei wirst du mir bestimmt schon die ganze Zeit von deinem Abend mit Tristan erzählen. Nein, das ist es nicht. Es geht um was anderes. Es geht um mich. Und um... Ich hasse dich! Verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Oh mein Gott, Tanja. Nein! Komm mir nicht zu nahe, ich bring dich um. Was ist denn los mit dir? Hau ab! Ganz ruhig. Ich bin's nur, Marlene. Tanja, gib mir das Schwert. Bitte beruhigen Sie sich. Es ist niemand hier außer uns und wir tun Ihnen nichts. Wo ist er? Er war ihm noch hier. Wer denn? Redest du von Sebastian? Komm mir nicht zu nah. Jetzt komm mal wieder runter, du verletzt hier noch jemanden. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein, das tust du nicht. Tanja? Ich bin's, Sebastian. Tanja, sieh mich an. Sieh mich an. Atme jetzt ganz ruhig ein und aus. Das machst du gut. Und jetzt hör mir sehr gut zu. Dein Vater ist weg. Dir kann gar nichts passieren, gar nichts. Ich bin da. Und jetzt, gib mir bitte das Schwert. Das Hypnotikum ist völlig unbedenklich. Sie wird die Nacht durchschlafen. Danke, Professor Jäger. Es ist gut, dass Sie bei uns sind. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
Sebastian. Seit wann hat sie diese Zustände? Das sind keine Zustände, das ist eine Ausnahme. Ich bitte dich, sie war geistig verwirrt. Elisabeth, mach sie nicht verrückter, als sie ist. Tanja ist ein bisschen überarbeitet, das ist alles. Glaub mir, ich weiß das besser einzuschätzen. Also, was ist los mit ihr? Sie wird von Bildern aus der Vergangenheit eingeholt, schon seit einer Tage. Sie braucht dringend Hilfe. Wenn du möchtest, spreche ich mal mit ihr. Das was nützt? Würdet ihr noch einen Moment hier bleiben? Ich würde gerne nach unten gehen und mit den anderen reden. Klar, sicher, ich bleibe. Elisabeth, glaubst du wirklich, dass Tanja krank ist? Wie würdest du das denn nennen? Wenn jemand Wahnvorstellungen hat und auf die eigene Familie mit einem Schwert losgeht. War ja klar, dass du sie für unberechenbar und skrupellos hältst. Das ist sie auch. Aber das hat seine Gründe. Na los, erzähl schon. Ich bin ihre Freundin. Ihr Vater hat sie misshandelt, körperlich und seelisch. Genauso wie ihren kleinen Bruder. Ein Stoß von der Treppe hat er nicht überlebt. Ihr Vater hat diesen Vorfall Tanja in die Schuhe geschoben und sie in eine geschlossene Anstalt einweisen lassen. Wie wird ein Kind, das sowas miterlebt hat? Wir müssen dafür sorgen, dass sie ärztliche Hilfe annimmt. Was denn? Du willst sie in die Klapse schicken? Wegen dieser kleinen Vorstellung? Deswegen könnt ihr sie nicht gleich einweisen lassen. Und solange sie nicht zustimmt, wenn wir ihr nahelegen, dass wir sie zumindest zeitweise aus dem Gremium entlassen, wenn sie keine ärztliche Hilfe annimmt, das würde sie treffen. Du willst sie rausschmeißen? Drehst du jetzt völlig durch? Du kannst sie nicht einfach ihrer Pflichten entbinden. Ich will ihr doch nur klar machen, dass sie sich untersuchen lassen muss. Rechtlich gesehen hast du keine Handhabe gegen Tanja. Tja, ziemlicher Gegenwind. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Eine Möglichkeit gibt es. Die Mehrheit des Gremiums müsste einer Sonderklausel zustimmen. Die was genau besagen soll? Dass ein einzelnes Mitglied von seinen Aufgaben ausgeschlossen werden kann, wenn es aus gesundheitlichen Gründen seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Das ist nicht euer Ernst. Das bringt doch alles nichts. Wir müssen eine Gremiumssitzung einberufen und dann über diese Sonderklausel abstimmen. Ich würde aber jetzt schon gerne wissen, wie eure Stimmen ausfallen. Ich meine, bei dir ist es ja klar. Deine beiden Stimmen fordern Tanjas Abschiebung in die Psychiatrie. Ich bin gegen die Klausel. Und ihr könnt davon ausgehen, dass Helena ähnlich verfahren wird. Gut, macht 2 gegen 2, Hagen. Ich bin für die Klausel. Okay. Und Tanja und ich sind selbstverständlich dagegen. 4 für Tanja, 3 dagegen. Und dass du deine beiden Stimmen gegen Tanja verwendest, wäre wohl auch klar. Also, schießen wir sie doch sofort ab. Tja, es wird euch vielleicht erstaunen, aber ich finde ein solches Vorgehen gegen Tanja irgendwie unmoralisch. Machen wir uns doch nichts vor. Der Nächste, der mir mit einer solchen Klausel einen Dachschaden diagnostiziert, werde ich sein. Und deswegen stimme ich für Tanja. Es lebe der Wahnsinn. Abgesehen davon will ich mir nicht entgehen lassen, wie die irre Linie Clarisse vor die Wand fährt. 6 für Tanja, 3 dagegen. Willst du immer noch eine Gremiumssitzung einberufen? Bist du hier? Ich dachte, du willst mir den Kopf abreißen. Eben. Ich kann doch nicht zulassen, dass Marlene mir zuvorkommt. Und Hagen hat dich wirklich weggedrückt? Mhm. Vermutlich war er längst im Gespräch mit Marlene. Dann war es das jetzt wohl. Ich kann da nicht reingehen, ich schaff das nicht. Fräulein. Da musst du jetzt durch. Du kannst doch nicht den Rest deines Lebens vor Marlene weglaufen. Guten Morgen, mein Schatz. Von wegen, an diesem Morgen ist überhaupt nichts gut.
Marlene. Es tut mir so leid, was passiert ist. Du hast es also auch schon mitbekommen. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie schlecht es Tanja geht. Tanja. Von Landstein? Sie hatte doch gestern Nacht den Zusammenbruch. Du hast doch gerade gesagt, dass du das schon mitbekommen hast. Ja, doch, so am Rande. Aber keine Details. Die ist völlig durchgedreht. Die hat ein Schwert genommen, damit rumgefuchtelt und beinahe noch Elisabeths Nachthemd auf Mini gekürzt. Oh Gott. Ist jemandem was passiert? Nee, zum Glück nicht, aber ich bin die ganze Nacht an Tanjas Bett gesessen und das ausgerechnet mit Elisabeth. Kein guter Ersatz für Hagen. Hey, ich muss jetzt echt noch eine Runde laufen, um wach zu werden. Ich sehe dann später mal nach Hagen. Tschüss. Tschüss. Glück gehabt. Lass die Finger von Hagen. Hast du das verstanden? Ja. Das gibt's doch nicht. Falls du die Bänder suchst, sie sind da nicht. Bitte? Sie beweisen, dass Tanja dich bedroht und umbringen will. Ich werde nicht zulassen, dass du diese Aufnahmen für deine Zwecke benutzt. Es geht nicht um mich. Es geht um uns alle. Und? Was hast du jetzt vor? Das zu Ende bringen, was dir letzte Nacht nicht gelungen ist? Mein Gott, Sebastian, was verbindet dich mit dieser Frau? Außer, dass sie ein Kind von dir erwartet. Sie hat auf dich geschossen. Sie hat Halluzinationen. Sie braucht Hilfe. Aber nicht von irgendwelchen Therapeuten, vor denen sie Angst hat. Und das ist mein letztes Wort. Du wolltest deinen Sohn sehen. Und warum schleppst du mich zu dieser Kirche? Muss ich vorher die Beichte ablegen? Das würde zu lange dauern. Komm. Ausgerechnet du ein Priester. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Du warst doch nie besonders gläubig, oder? Nett, dass du wenigstens heute nachfragst. Früher hätte dich das nicht interessiert. Was machst du denn so den ganzen Tag? Wie verbringst du deine Zeit? Was mache ich den ganzen Tag? Ich leite Gemeindegruppen, ich gebe Religionsunterricht an der deutschen Schule. Ich kümmere mich um das Zentrum, unser Jugendzentrum. Wahrscheinlich hattest du gehofft, dass du mich nie wiedersehen würdest. Nach allem, was war. Ich trage dir nichts nach. Wirklich? Ich habe mit der Vergangenheit meinen Frieden geschlossen. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Manchmal hat es auch sein Gutes, wenn die Söhne Priester werden. Für eine Mutter wie mich bestimmt. Du sollst doch liegen bleiben. Damit alle denken, ich hätte sie nicht mehr alle und bin von der Bildfläche verschwunden. Nein, den Gefallen tue ich dir nicht. Jeder hier hat Verständnis dafür, dass du Ruhe brauchst. Quatsch, die halten mich für irre. Wahrscheinlich sägen sie schon an meinem Stuhl, oder? Nimm dir doch eine Auszeit. Vom Job, von Königsbrunn. Nein, es geht mir gut. Bis er das nächste Mal auftaucht. Das ist jetzt nicht wirklich fair. Es geht mir gerade auch nicht darum, fair zu sein. Ich will dir helfen. Das musst du nicht. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, in welchen Situationen du Verbindung zu deinem Vater aufbaust? Ich? Er kommt einfach in mein Leben. Ich mache überhaupt nichts. Doch, du lässt ihn. Und zwar immer genau dann, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst, kapiert?
Drehst du jetzt durch? Hör doch auf, dagegen anzukämpfen. Gestehst dir doch wenigstens ein. Dann können wir vielleicht etwas dagegen unternehmen. Was? Hola, padre, ¿podría hablar con usted? Sie? Nicht weglaufen, bin gleich wieder da. Der Priester hat mir vergeben, aber der Sohn? Nimm, wie es kommt. Du kannst es jetzt sowieso nicht herausfinden. Wie er in sich ruht. Früher war er so sprunghaft und unstet. Ja, davon kann ich ein Lied singen. Er ist über Julia hinweg. Nein, Clarissa, denk nicht einmal dran. Woher willst du wissen, woran ich denke? Du vergisst, mit wem du sprichst. Du spielst mit dem Gedanken, die beiden zusammenzubringen. Was spricht dagegen? Sie haben sich einmal geliebt und sind fast daran zerbrochen. Julia will ihren Bruder einfach nur vergessen. Und sie hat Ricardo. Und sie ist glücklich mit ihm. Es würde ihr helfen, über ihre Gefühle für Jan hinwegzukommen. Oh, Clarissa. Wir müssen ihr helfen. So, jetzt bin ich wieder für euch da. Ich habe kein Problem mit Friedhöfen, ich habe ein Problem mit meinem Vater. Und dein Vater ist tot. Das weiß ich. Du warst aber noch nie an seinem Grab. Gut zu, auch es gibt Orte, die geben mir weitaus mehr. Falsch. Du warst noch nie da, weil du Angst davor hast. Du spinnst ja wohl total. Könntest du vielleicht aufhören mit dieser Hobby-Psychonummer? Ich kann dieses Seelenklempner-Gequatsch nicht hören. Hier ist es. Also redest du mal mit Theresa? Was? Wieso? Wie ich schon sagte, ich finde, dass sie es mit dem Training übertreibt. Ich habe Angst, dass sie zusammenklappt. Sie ist von der Angst getrieben, dass du jetzt irgendwie Dana bevorzugst. Hagen, hast du mal einen Moment? Ja, sicher. Unter 4 Augen, bitte. Und wie verbleiben wir jetzt? Wir reden später weiter. Und? Hast du inzwischen mit Marlene gesprochen? Ich bin nicht dazu gekommen. Aber sobald sich eine Gelegenheit dazu ergibt, werde ich... Wir werden gar nicht mehr darüber sprechen. Vergiss die ganze Geschichte. Wie bitte? Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich meinem Schwiegersohn mal sowas raten würde. Meine Tochter so zu hintergehen. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Lüge leben kann. Es geht hier aber nicht um dich, sondern um Marlene. Was glaubst du, wie du sie verletzen wirst mit deinem Geständnis? Und das wird ja ausgerechnet jetzt sein, ja? Nachdem du mir die Hölle heiß machst, dass ich ehrlich zu ihr sein soll? Ja, ausgerechnet jetzt. Und wenn du sie wirklich liebst, dann ersparst du ihr das. Das meine ich wirklich ernst. Lass die Finger von Dana. Sieh hin. Du musst mit ihm abschließen. Vielleicht lässt er dich dann irgendwann in Ruhe. Unsinn, mein Vater ist tot, da liegt er. Es geht mir prima. Dir geht es prima? Bist du dir da ganz sicher? Tanja? Was ist los? Was ist? Verschwinde aus meinem Leben. Ich will dich nicht mehr sehen. Jetzt lass mich! Nein, wenn du jetzt abhaust, dann machst du das dein Leben lang. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne. Vielleicht hast du ja Lust, mich mal im Zentrum zu besuchen. Schließlich haben wir da einen gemeinsamen Freund. Ja? Timo. Ach, Jan. Hallo, ihr beiden. Wieso seid ihr denn schon so früh unterwegs? Das könnte ich dich fragen. Wir gehen zum Markt. Habt ihr nicht Lust, uns zu begleiten? Ja, das klingt großartig, aber leider sind wir auf dem Weg in die Praxis. Aber deine Sprechstundenhilfe könntest du doch vielleicht heute Vormittag freigeben. Ohne meine Sprechstundenhilfe würde meine Praxis in heillosem Chaos versinken. Und ohne meine Frau ich gleich mit dazu. Bis später. Schönen Tag. Jan macht sich was vor. Er ist nicht über Julia hinweg.
Endlich zeigst du Vernunft. Ja, ich hab's doch selbst gesehen, wie er Ricardo und Julia beobachtet hat. Du hast vollkommen recht. Die beiden dürfen sich niemals begegnen. Bitte, versprich mir das. Ich laufe nicht vor dir weg. Und weißt du auch warum? Weil es mir gut geht. Und weil ich lebe und du bist tot. Aber du kannst mich nicht loslassen. Solange du mich siehst, bleibe ich auch lebendig. Nein, du bist nichts weiter als eine Einbildung. Das ist wirklich rührend. Aber gib dir keine Mühe. Du bist nichts weiter als eine Versagerin. Und du weißt ganz genau, dass ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der dir die Wahrheit sagt. Alle hassen dich. Und das aus gutem Grund. Ich hasse dich. Lauter, Tanja, lauter! Ich kann dich nicht hören. Ich hasse dich! Ich bin der einzige Mensch, der dich so sieht, wie du wirklich bist. Armselig. Ein Nichts. Und genau deshalb brauchst du mich. Lass dich jetzt von ihm nicht einschüchtern. Ich bin kein Nichts. Und das bin ich auch nie gewesen. Du hast meinen Bruder getötet. Du hast mir die Vergangenheit zur Hölle gemacht, aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin kein Nichts. Und das war ich nie.